Hallo, liebe Bücherwürmer! Ich möchte euch heute zeigen, wie vielfältig die Fantasy-Literatur eigentlich ist. Vor Ewigkeiten hat mich Ramona vom Kanal Litera getaggt. Und zwar bei dem Tag, der sich nennt die Vielfalt der Fantasy-Literatur. Und irgendwie habe ich das leider erst kürzlich gesehen und ich fand den Tag aber trotzdem so cool, dass ich ihn noch machen wollte. Also vielen Dank fürs Taggen, Ramona. Mir gefällt dieser Tag deshalb so gut, weil ich eben finde, dass dabei gut herauskommt, dass Fantasy eben nicht nur Fantasy ist. Es gibt wahnsinnig viele Subgenres und es muss ja nicht immer nur etwas Fantastisches in der Geschichte stecken. Was ich damit genau meine, werdet ihr gleich sehen. Lasst uns direkt loslegen. Die Hauptaufgabe ist immer, ein Buch aus einem Subgenre der Fantasy vorzustellen. Ich habe 10 Untergenres für euch. High Fantasy. Bei der High Fantasy habe ich mich für Fire and Frost entschieden. Der Titel von Ellie Blake ist beim Ravensburger Buchverlag erschienen. Es geht um ein Mädchen, das eine sogenannte Fireblood ist. In dem Königreich, in dem sie lebt, sind aber viele Firebloods, denn die Frostbloods regieren und damit eben auch die Eismagie. Natürlich lässt sich unsere Protagonistin nach den vielen Schicksalsschlägen, die sie sowieso schon ereilen musste, nicht unterkriegen. Es ist deshalb ein High-Fantasy-Buch, weil es hier eben diese typischen Elemente aus dem High-Fantasy gibt, ohne aber gleich von Elfen oder Orks zu handeln. Das Merkmal einer High-Fantasy-Geschichte ist vor allem, dass sie in einer eigenständigen Welt spielt, was bei Fire and Frost gegeben ist. Und alles wirkt so ein bisschen mittelalterlich, was ebenfalls der Fall ist. Auch die Mythologie darf hier nicht vergessen werden. Und in Fire and Frost gibt es eben eine ganz eigene Mythologie der Fire und der Frostbloods. Außerdem begibt sich unsere Heldin auf eine abenteuerliche Quest. Man mag vielleicht im ersten Augenblick nicht daran glauben, dass es sich um einen High-Fantasy-Titel handelt, aber Fire and Frost ist für mich schon diesem Subgenre zuzuordnen. Urban Fantasy. Die Urban Fantasy ist nichts anderes als zeitgenössische Fantasy, also ein Fantasy-Setting, das in unserer heutigen Zeit spielt. Unsere reale Welt wird dabei von fantastischen Elementen besetzt. Und da fiel mir doch sofort... Hört ihr eigentlich diese Marschkapelle? Ich hoffe nicht. Ich habe mich für Aufstieg und Fall des außerordentlichen Simon Snow von Rainbow Rowell entschieden. Das ist ein ganz schön schwerer Satz gewesen. Es ist ein bisschen eine humoristische Neuerzählung von Harry Potter. Und zwar geht es um Simon Snow, der Auserwählte ist, und er geht auch auf eine Zaubererschule. Und das Ganze spielt in einem mehr oder weniger realistischen Setting, weil wir haben auch so Alltagsgegenstände wie Autos und es gibt Handys. Also perfektes Setting einer Urban Fantasy. Das Tolle an Simon Snow ist eigentlich, dass Simon Snow eine Fanfiction aus dem Rainbow Rowell Roman Fangirl ist. Das heißt, die Protagonistin in Fangirl schreibt Fanfiction über Simon Snow und die Geschichte über Simon Snow ist dann quasi in einem neuen Buch erschienen. Ich kann das jedem nur empfehlen, der Harry Potter mag und der vor allem Harry Potter auch mal in einem ganz anderen Setting lesen möchte, sozusagen. Es ist viel düsterer, es ist viel erwachsener und ich shippe Simon und Bess einfach so sehr. I can't. Humoristische Fantasy. Hierbei geht es natürlich vor allem darum, dass etwas Lustiges besonders in Szene gesetzt wird. Und bei lustigen Fantasy-Geschichten musste ich sofort an Rick Riordans Reihe Magnus Chase denken. Weil Rick Riordan schafft es immer so ein bisschen zynisch zu schreiben und seinen Figuren so viel Leben einzuhauchen und Magnus Chase ist einfach so ein totaler Witzbold, aber auf eine echt gute Art und Weise. Also er ist kein Blödel. Wenn man die Romane von Rick Riordan kennt, dann weiß, dass damit viel Humor gespielt wird. In Magnus Chase geht es um den gleichnamigen Protagonisten, der von einem nordischen Gott abstammt und jetzt plötzlich die Welt retten soll. Romantasy besteht aus den Wörtern Romance und Fantasy, also ein romantischer, fantastischer Text. Und ich muss ehrlich sagen, für mich war das am allerschwierigsten, weil ich eigentlich sehr wenig Fantasy-Geschichten lese, die komplett auf einer Romanze bestehen. Das ist beispielsweise so etwas wie Twilight. Hier steht die Romanze ganz klar im Vordergrund. Ja, und da ich so wenig aus dem Bereich lese, habe ich mir gedacht, okay, geh nochmal alles durch, was du in den letzten Jahren gelesen hast und was einigermaßen dazu passen könnte, was nicht Twilight ist. Und ich dachte, okay, was ist wie Twilight, nur mit anderen Sachen? Obsidian von Jennifer L. Armentrout. Ich habe ja schon mal gesagt, das ist für mich ein bisschen wie Twilight, nur mit Aliens, aber in viel, viel besser. Und Jennifer L. Armentrout ist mir sowieso ans Herz gewachsen, weil ich sie ja auch persönlich kennenlernen durfte und wir sie für unseren Literaturpodcast, den Litcast, interviewen durften.
Und dann dachte ich, das passt doch perfekt. In der Reihe geht es um Katie. Die ist Literaturbloggerin, was ich schon mal mega cool finde. Und sie zieht in ein relativ beschauliches Dörfchen. Sie lernt ihren neuen Nachbar Damon kennen. Und sie weiß noch nicht so genau, was sich hinter ihm verbirgt. Ich schon. Erotik-Fantasy. Ich lese gar keine Erotik-Romane und war das auch super schwierig für mich. Eigentlich. Denn mir kam sofort in den Sinn, Das Reich der 7 Höfe von Sarah J. Maas. Ich habe schon häufiger gesagt, dass ich finde, dass es eher Erotikliteratur ist als Fantasy-Literatur. Der erste Band geht noch so einigermaßen, aber gerade im zweiten wird es ziemlich hot. Und ich finde, ja, das ist eher Erotik als Jugendliteratur. Und Das Reich der 7 Höfe habe ich euch ja auch jetzt schon gefühlt 1000-mal auf meinem Kanal vorgestellt. Ich habe einige Lookbooks gemacht, die ich euch gerne hier in der Ecke mal verlinken werde. Das Ganze spielt nämlich auch wieder in einem recht mittelalterlichen Fantasy-Setting und es geht um Feyre, die Fae näher kennenlernt. Es ist so ein bisschen eine Neuerzählung von Die Schöne und das Biest. Und das Biest mag es heiß. Oh Gott. Tier-Fantasy. Auch bei der Tier-Fantasy habe ich lange Zeit überlegt, weil das Buch, das ich euch vorstelle, behandelt halt Drachen. Und Drachen, ja, sind schon irgendwie Tiere, aber eben auch Fantasy-Tierwesen. Aber ich denke, in dem Fall zählt es, weil wir über Fantasy berichten. Talon ist eine Buchreihe von Julie Kagawa. Amber hat ein Geheimnis, denn sie ist ein Drache in Menschengestalt. Und einen Sommer lang darf sie sich nochmal richtig ausleben. Dann geht es zurück nach Hause. Zurück in die Welt des Talon-Ordens. Denn sie soll gegen die Todfeinde der Drachen kämpfen. Ich fand es besonders toll, weil auch diese Drachenverwandlung sehr detailreich beschrieben wird. Und ich finde, man konnte sich gut in diese Drachen hineinversetzen. Dark Fantasy. Nevernight, Nevernight, Nevernight! Nevernight von J. Christoph war auch einer meiner absoluten Lesehighlights im vergangenen Jahr. Denn es ist wirklich einfach so düster. Es geht um das Mädchen Mia und sie ist auf Rache aus, nachdem man ihre Familie abgeschlachtet hat. Sie begibt sich auf die Reise zur Roten Kirche, um sich zur Assassinin ausbilden zu lassen. Und wow, es ist wirklich düster und es ist auch nichts für echt schwache Gemüter. Hier spritzt ziemlich viel Blut, es geht ganz ordentlich zur Sache, aber es ist einfach eine richtig epische Saga. Ich kann es kaum erwarten, den zweiten Band zu lesen, weil den habe ich immer noch nicht gelesen. Dystopie. Im Dystopiebereich könnte ich wahrscheinlich echt viele Sachen aufzählen. Ich habe mich dann aber doch für einen aktuellen Titel entschieden. Und das ist Fanatic von Anna Day. In einer Dystopie geht es um ein zerbrochenes Gesellschaftsbild, das sich quasi neu aufbaut. Eine Dystopie spielt meist in einem Zukunftsszenario. Und sie ist das Gegenteil zur Utopie, in der ja quasi ein positives Gesellschaftsbild gezeigt wird. Denn bei der Dystopie geht alles den Bach runter. Und so ist es nämlich auch in Fanatic. Violet ist ein großer Fan von Galgentanz. Und als sie auf eine Convention geht, wird sie in die Welt von Galgentanz gesogen mit ihren Freunden. Und das ist eine Welt, in der man nicht unbedingt leben möchte. Sie muss sich dann natürlich beweisen und einen Weg hinausfinden. Das typischste Dystopie-Beispiel ist wahrscheinlich die Tribute von Panem von Suzanne Collins. Märchenadaption. Was könnte Lea da nehmen? Natürlich Reckless von Cornelia Funke. Ich liebe die Reckless-Reihe so sehr, dass ich auch schon mehrere Videos darüber gedreht habe. In der Reckless-Reihe geht es um eine Welt hinter dem Spiegel. Und das ist eine düstere Märchenwelt, die von Jacob bereist wird. Jacob ist nämlich dort Schatzjäger. Eigentlich gehört er der realen Welt an, aber als er eines Tages herausgefunden hat, wie man durch den Spiegel gehen kann, hat ihn nichts mehr zurückgehalten. Und in der Reckless-Reihe werden eben Märchen auf eine neue Art und Weise erzählt. Und zwar echt verdammt düster und gar nicht so unschuldig. Und genau das ist es auch, was ich an der Reckless-Reihe so liebe. Zeitreise. Tja, ich könnte jetzt ganz viele verschiedene Doctor Who-Romane aufzählen, finde aber, dass es doch ein bisschen geschummelt ist. Deshalb habe ich mich für Björn Spring-Gorums Der Spiegel des Bösen entschieden. Der Roman spielt nämlich auf verschiedenen Zeitebenen. Und man begibt sich sozusagen selber auf eine kleine Zeitreise. Genauso wie die Protagonistin des Buches. Die geht mit ihren Eltern nämlich in ein Hotel, findet es sterbenslangweilig und auf einmal merkt sie, ihre Eltern sind weg, das Hotel sieht auf einmal ganz schaurig aus und sie steckt in einer anderen Zeit fest. Zusammen mit ein paar Geistern und einem Jungen, dem sie einfach ihr Herz schenken muss. Der Spiegel des Bösen war übrigens auch unsere allererste Live-Show beim Bookplanetarium. Ich werde euch die gerne mal in der Infobox und auf dem i verlinken. Und das war's auch mit Die Vielfalt der Fantasy-Literatur. Ich hoffe, ich habe euch mal so einen kleinen Einblick in die verschiedenen Subgenres der Fantasy geben können. Natürlich gibt es auch noch viel mehr
mehr Subgenres. Aber wer weiß, vielleicht entdeckt ihr die ja selbst beim nächsten Roman. Schreibt mir doch mal unten in den Kommentaren, welches Subgenre der Fantasy euch am meisten interessiert und warum. Ich bin schon ganz gespannt auf den Austausch mit euch. Und wenn ihr das Video bis zum Ende verfolgt habt, dann kommentiert es mit epische Fantasy ist episch. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Liberiarium. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht. Bei mir gibt es immer mittwochs und sonntags ein geekiges oder buchiges Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherwürmer. Oh, Knacks. Habt ihr das gehört? Vor lauter Schreck ist mein Poster runtergefallen. Sie. Bla. Was ist das?